Yassas und hallo. Das waren Aufnahmen von gestern, als wir auf der Suche waren nach dem Godzilla-Felsen. Also irgendwie so ein Felsen, der anscheinend aussieht wie Godzilla. Aber irgendwie haben wir am Ende den Weg nicht mehr gefunden. Und nach 8 Kilometer Laufen und in der Mittagshitze hatten wir dann auch nicht mehr die Motivation und Kraft, uns dann noch das letzte Stück, den letzten Kilometer irgendwie durch diesen Trampelpfad, durchs Gebüsch zu schlagen. Deswegen haben wir den Godzilla-Felsen leider gar nicht gesehen. Jetzt sind wir fast am südlichsten Ende vom ersten Finger auf der Halbinsel Chalkidiki, das südlich von Thessaloniki. Wir wollten halt für ein paar Tage in so einen sehr ruhigen Ort für uns, irgendwie die Natur genießen, schwimmen gehen und so weiter. Aber das ist der Negativeffekt von Park4Night. Wir haben halt ziemlich leicht diesen abgelegenen Ort gefunden, aber andere Leute natürlich auch. Das Wetter ist super. Sonnig, warm, kaum Wind, deswegen sieht das Meer auch ein bisschen eher aus wie so ein See. Den einen Abend sind wir sogar extra länger aufgeblieben, weil man hätte hier richtig schön die Milchstraße sehen können. Klarer Himmel, kein Mond. Hier sind ein paar Bilder, die ich gemacht habe. Allerdings, ich weiß nicht, ob das wegen so Osterfesten waren, in der Ferne waren so richtig riesige helle Scheinwerfer. Ich weiß auch nicht, weil da ist eigentlich gar keine Stadt mehr, also keine Ahnung, wo die herkamen. Auf jeden Fall war es dann ein bisschen zu hell, der Himmel, um dann wirklich alle Sterne zu sehen. Hashtag Lichtverschmutzung. Wir haben dann aber zufälligerweise diese Kletterhaken hier überall gefunden. Also sie sind echt überall so Routen gebohrt worden. Sind natürlich nicht so hoch, so 5, 6 Meter. Aber werden wir vielleicht noch mal ausprobieren. Ja, also eigentlich ein ziemlich cooler Ort hier. Und den einen Abend saß ich auch schon da vorne an der Ecke, da ist so ein Klappstuhl versteckt. Da saß ich dann abends und habe den Sonnenuntergang beobachtet. Nach einigen entspannten Tagen in der Bucht war es mal Zeit weiterzufahren und zu schauen, was die Region Chalkidiki noch zu bieten hat. Für einen so abgelegenen Platz war dort doch ziemlich viel los. In Griechenland sind einfach super viele Camper unterwegs, allen voran aus Deutschland natürlich, viele aus Frankreich und gelegentlich jemand aus Belgien, Niederlande oder UK. Naja, und wir gehören ja auch dazu, so ist das halt in einem so populären Urlaubsland. Und jetzt? Oh Mann, ey. Auf dem Weg machten wir noch so einige Erledigungen, die sich meist auf einen Tag konzentrieren. Wir haben Wäsche gewaschen, dabei mit dem Waschsalon WLAN das vorherige Video hochgeladen, waren einkaufen und zu guter Letzt auch noch Wasser auffüllen. Viel unterwegs, viel erledigt und am Abend hatten wir wieder die Füße im Wasser.
Zum Abendessen gab es Pizza. Yummy! Damit die Pizza in der Pfanne was wird, haben wir herausgefunden, ist es besser, das Gemüse vorher kurz anzubraten. Sonst ist der Pizzaboden halt schwarz, bevor zum Beispiel der Brokkoli überhaupt durch ist. Der Teig ist schnell gemacht, alles wird aber immer etwas chaotisch, weil unsere Küche natürlich ziemlich klein ist. Oh ja, und Käse darf natürlich nicht fehlen. Ein Hoch auf die griechische Fastenzeit, wodurch vegane Produkte in Fülle verfügbar sind. Oder in Griechenland sind einfach viele Menschen vegan. Neuester Trick für noch knusprigere Pizza und geschmolzenen Käse. Yeah, so macht man Pizza. Yummy. Heute ist ein sehr entspannter Tag. Wir haben heute Morgen ein bisschen gearbeitet. Laura war schon spazieren. Und so ein Tag ist natürlich super, um den Van zu waschen. Wir sind so ein paar Schotterstraßen gefahren mit so Schlammgruben. Und ja, jetzt wird es mal langsam Zeit, es wieder zu waschen. Aber natürlich, Top-Tipp, vorher die Fenster zumachen. Wir haben ein ziemlich praktisches Wassersystem. Wenn man den Wasserhahn auf die eine Seite stellt, dann kommt das Wasser aus dem Wasserhahn. Und wenn man den Wasserhahn auf die andere Seite stellt, dann geht die Leitung nach hinten, wo dann der Gartenschlauch ist. Oh. Ui. Das wichtigste Detail. Ui, und wie der Reifen aussieht, ey. Ui, jetzt kommen die Ziegen hier. Hallo, wollt ihr auch gewaschen werden? Genau, geht mal darüber, da ist noch Gras. Okay, um nicht länger auf der Wiese der Ziegen zu parken und sie dabei beim Grasen zu stören und für etwas Abwechslung fuhren wir weiter zum nächsten Strand. Neuer Stellplatz und schon wieder eine Ziegenherde. Wobei es ist sogar vereinzelt ein paar Schafe dazwischen, aber echt wenige. Und was wir spannend finden, ist, dass es gibt keine Schäferhunde. Die Schäfer treiben jetzt die Herde auch nicht so selbst über die Wiesen. Die laufen einfach hier von selbst rum und kommen dann wieder zu den Schäfern zurück und werden dann irgendwie dann abends in den Stall gebracht. Es kann auch sein, dass es irgendwie so ein paar Leittiere gibt in dieser Herde. Vielleicht die mit den Glocken. Und die wissen, wie es läuft und alle anderen laufen denen halt hinterher. Also wie ihr seht, haben wir nicht so richtig viel Ahnung von Schafen und Ziegen. Aber dafür reist man ja auch, um solche Erfahrungen aus erster Hand zu machen, eigene Beobachtungen zu machen und daraus irgendwie sich das zu erschließen. Aber nächstes Mal fragen wir vielleicht einfach mal die Schäfer. Wir haben ja jetzt hier unerwartet mehr Zeit als gedacht, aber mir persönlich tut das total gut, weil ich irgendwie jetzt gezwungen wurde, ein bisschen zu entschleunigen und alles ein bisschen langsamer anzugehen und dieses Slow Traveling, also langsames Reisen zu machen, wovon Marianne und ich ja schon viel gesprochen haben, indem ich jetzt die Zeit habe, zu lesen, spazieren zu gehen, kreativ zu sein und ein bisschen weniger diesen Druck verspüre, immer produktiv sein zu müssen, weil da sind wir in Deutschland vielleicht ein bisschen geprägt oder ich vor allem sehr geprägt, dass ich immer denke, ich muss produktiv sein, ich muss jetzt was leisten, ich muss was machen. Aber hier jetzt an diesen kleinen Buchten rumzureisen und diesen wunderschönen griechischen Frühling zu genießen, hat mir total geholfen, mehr im Jetzt zu sein und die Zeit hier zu genießen, anstatt immer daran zu denken, was in Zukunft ist und was wir in Zukunft machen und irgendwie zu denken, ich muss jetzt hart arbeiten, damit ich es in Zukunft besser habe, weil niemand weiß, was die Zukunft bringt und alle Pläne, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, sind so sehr selten eingetroffen, weil ich mich ja auch weiterentwickle und verändere und ganz andere Dinge möchte und deswegen ist es schön, jetzt im Jetzt zu sein und das Privileg zu haben, das hier genießen zu können. Also es passieren jetzt bei uns nicht jeden Tag voll die abgefahrenen Dinge, besonders wenn wir mal eine Woche am Strand chillen. Aber ich finde es auch wichtig, sowas mal zu zeigen, weil YouTube
Wenn man Videos macht, vermittelt einem auch oft das Gefühl, dass man voll die krassen Dinge immer machen muss, um Erfolg zu haben und das Publikum angemessen zu unterhalten. Genauso denkt ihr vielleicht, die sich das dann anschauen, dass alle auf YouTube voll das abgefahrene Leben haben. Aber nee, besonders wenn man jetzt mal von Slow Travel, langsames Reisen spricht, dann sind wir auch mal länger an Orten und es passiert einfach nicht so viel. Außer dass halt natürlich viele Schafe und Ziegen vorbeikommen. Das ist es aber erstmal von uns. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, um unsere neuesten Videos zu schauen. Danke, macht es gut und bis zum nächsten Mal.